Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich sitze wieder mal auf der guten alten Couch. Und ihr wisst alle, was das bedeutet. Have you done anything like this before? Never. This is my first time. Es ist wieder Zeit für meinen traditionellen Jahresrückblick. Dieses Mal geht es um mein 2024 und was ich in diesem Jahr alles so an neuer Musik und neuen Videos veröffentlicht habe. Dazu gibt es auch wieder einige Hintergrundinfos und Behind the Scenes. Hier schon mal ein Spoiler vorab. 2024 war ich sehr produktiv und deshalb gibt es sehr viel zu erzählen. Also lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Los geht's! Den Start ins neue Jahr hat mein Video über meine Top 10 aus 2023 gemacht. Es ist echt cool, solche Videos zu haben. Das ist eine schöne Archivierung und Erinnerung an die Musik, die man in dem jeweiligen Jahr gehört hat. Das Video mit meinen Favoriten aus 2024 kommt auch bald noch. Kurze Zeit später gab es meinen Jahresrückblick auf 2023. Für dieses Video musste ich mich sehr kurz fassen, weil ich 2023 echt viel veröffentlicht hatte. Musikalisch ging es 2024 mit einem Release los, das gar nicht von mir stammt. Am 9. Februar ist Wenn du im Traum bist von Elia als Remix von Sinero erschienen. Der gute Sinero hatte mich gefragt, ob ich seinen Remix mischen und mastern kann. Darum habe ich mich gerne gekümmert. Es freut mich sehr, dass ein von mir gemischter und gemasterter Song sich bisher so gut entwickelt. Ende Februar habe ich meine Spaß-Videoreihe Was eins Schmarren wieder aus der Versenkung geholt. Das großartige Minecraft-Witzebuch hat sich dafür super angeboten. Ich musste mich auch sehr zusammenreißen, nicht ständig loszulachen, weil die Witze in diesem Buch so lustig sind. Was macht ein Creeper an heißen Sommertagen? Er sprengt den Rasen. Wenn ihr mal so richtig lachen wollt, schaut euch mein Video über das Minecraft-Witzebuch an. Inzwischen habe ich schon so einige weitere Witzebücher gefunden. Da werden in Zukunft noch mehr solche Videos kommen. Im April habe ich mit meiner neuen Videoreihe begonnen, Random EDM Facts. In diesem Videoformat spreche ich über verschiedene Fakten und Ereignisse aus der Welt der elektronischen Musik. Es gibt da so einige Sachen, über die es noch keine Videos gibt. Deshalb habe ich mir überlegt, genau darüber zu reden. Die Resonanz auf diese Videos war sehr positiv, was mich sehr freut. Auch 2025 wird es wieder neue Folgen geben. Mein erstes eigenes Release in 2024 ist dann am 3. Mai erschienen. Mein Slimix Remix zu Nuff Respect von Labmic und Gimbal. Nachdem ich 2023 im Bootshaus in Köln nach langer Zeit Drum und Bass mal wieder live erlebt hatte, hatte ich richtig Lust auf eine Jungle-Nummer bekommen. Mir ist allerdings nichts für einen eigenen Song eingefallen. Also habe ich den Gimbal gefragt, ob ich einen Song von ihm remixen kann. Als der Remix dann fertig war, haben der Gimbal und ich in einem Call, in dem auch noch andere Leute dabei waren, über den Remix gesprochen. Einer der Teilnehmer in dem Call kam dann auf die Idee, dass er mit der Photoshop-KI ein Artwork dafür basteln könnte. Das Ergebnis ist richtig cool geworden. Ich habe es dann noch minimal angepasst. Damit hatten wir dann das Artwork. Ich wollte aber auch noch neue Fotos für meine Social-Media-Profile und meine Spotify-Seite. Deshalb habe ich eine gute Freundin gefragt, ob sie mir helfen will. Passend dazu wollte ich in den Dschungel, wie Mufasa. 20 Jahre Rap bleib unantastbar, klingt im Dschungel wie Mufasa. Nur, dass verdammte Scheiße Mufasa nicht im Dschungel lebt. Eine Reise in einen echten Dschungel war dann aber doch zu aufwendig. Deshalb sind wir in den Botanischen Garten in München gegangen. Als Outfit hatte ich mir einen Hoodie mit einem Waveform-Motiv darauf gekauft. Ich gebe euch mal 5 Sekunden, ob ihr erkennt, was darauf abgebildet ist. Kleiner Tipp, es passt zur Thematik. Schreibt euren Tipp jetzt in die Kommentare. Als wir Anfang April das Shooting gemacht haben, gab es da nur ein ganz kleines Problem. Es war der bis dato heißeste Tag des Jahres. Ich habe in dem Hoodie so sehr geschwitzt.
Das war vielleicht zur Dschungelthematik auch ganz zutreffend. Insgesamt sind richtig coole Fotos und Videos entstanden, die auch gut zum Remix passen. Am 10. Mai ist Noemi von Musafi und mir als Noctic erschienen. Kompositorisch habe ich zu diesem Song nichts beigetragen, denn Musafi hat den Song für ihre Freundin geschrieben. Dementsprechend ist der Song ein ziemlich kitschiges Liebeslied geworden. Beim Produzieren habe ich mich jetzt auch nicht ganz so ausgetobt, konnte aber einiges an Ideen beisteuern. Damit kann ich den Punkt Love Song auf meiner Liste von Styles, die ich mal produzieren möchte, endlich abhaken. Ebenfalls im Mai ist noch mein Remix zu Skeleton von Zorri erschienen. Nachdem Zorri an einer Schule arbeitet, nützt er das natürlich eiskalt aus und lässt die Kinder dort an neuer Musik für sich arbeiten. Das grenzt schon fast an Kinderarbeit. Nee, warte, das war anders. Als Abschluss und Erinnerung hat Zorri gemeinsam mit den Kindern aus der 4. Klasse, die er betreut, ein Album gemacht. Die 13 Kinder haben sich dafür in Gruppen zusammengetan und dann jeweils einen Song gebastelt. Ich hatte ja schon mal einen Song geremixed, den Zorri gemeinsam mit Kindern gemacht hatte. Deshalb hat er mich auch bei diesem Projekt gefragt, ob ich wieder einen Remix machen möchte. Nachdem er mich das in einem Call gefragt hatte, in dem auch noch andere Producer dabei waren, sind somit insgesamt 4 Remixes zustande gekommen. Die Remixes sind dann mit den Originalen auf das Album Colorful Heart gekommen. Das Album haben die Viertklässler dann als CD zu ihrem Abschluss bekommen. Auf Spotify ist das Album auch erschienen. Allerdings aus Datenschutzgründen ohne die Namen der Kinder. Also ich wäre als Kind richtig stolz darauf, wenn ich einen Song gemacht hätte, der dann noch einen Remix bekommen hat und auch online zu hören ist. Eine richtig coole Aktion von Zorri. Für diesen Erfolg gibt es den Win der Woche. Ach ja, das Artwork des Albums ist auch noch eine Erwähnung wert. Das hat nämlich eine der Viertklässlerinnen gezeichnet. Das ist echt krass gut geworden. Zu meinen Visuals gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Meine Mutter hatte mir Bilder von einer Freundin gezeigt, die zu diesem Zeitpunkt gerade auf Sylt im Urlaub war. Meine Reaktion war darauf: kannst du mir die Handynummer geben? Ich habe da eine Idee. Deshalb habe ich dann Aufnahmen vom Strand dort bekommen. Die WhatsApp-Komprimierung hat die Qualität zwar ordentlich runtergezogen, aber ich wollte sowieso noch einen VHS-Filter darüber legen. Dadurch hat das sogar sehr gut gepasst. Am 7. Juni ist Niace vom Moonarium und der Sängerin Luciana Carey erschienen. An diesem Song habe ich zwar nicht mitgewirkt, aber dafür habe ich den guten Moonarium beim Artwork unterstützt. Am 28. Juni ist der erste Song von meinem Spaßprojekt Dachbalken erschienen. Wird hier gebaut? Der Song ist ursprünglich 2015 entstanden und klingt dementsprechend auch so. Wegen dem Vocal Sample hatte ich echt lange überlegt, ob ich den Song releasen kann oder soll. 2024 habe ich mich dann aber endlich dafür entschieden, die Nummer auf den neuesten Stand gebracht und dann released. Wenn ihr mehr über die Entstehung von diesem Song wissen wollt, schaut das Video, in dem ich in meine alten Lieder aus dieser Zeit reinhöre. Für das Artwork wollte ich eigentlich ein Foto machen, auf dem ich in einer blauen Latzhose vor einem Bauwagen sitze. Nur habe ich dafür keinen passenden Bauwagen gefunden. Also habe ich das Artwork mit einer KI erstellt und dann nochmal kräftig nachbearbeitet. Vor allem bei den Augen war die KI ziemlich überfordert. Ich versuche zwar möglichst auf KI-generierte Inhalte zu verzichten, aber manchmal sind sie halt echt notwendig und auch hilfreich. Außerdem verwende ich nicht einfach das KI-generierte Bild, sondern bearbeite es noch. Am 11. Juli ist mein Slimix Remix zu Feel the Summer von Gimbal erschienen. Zu Feel the Summer wollte ich ursprünglich einen Drum & Bass Remix machen. Die Idee habe ich dann aber verworfen und einen Remix im 90s Rave Style gemacht. Auch hier wollte ich die Visuals erst selber mit der Kamera aufnehmen, habe mich dann aber für ein selbstgemaltes Artwork entschieden. Also ich habe nicht alles selbst gemalt. Die Möwe, das Schiff und die Palmen sind Bilder aus dem Internet. Und fühlt ihr den Sommer durch den Remix und das Artwork auch?
Eine Woche später ist One with the Fork von Daniela Gedic und meiner Wenigkeit als Noctic erschienen. Um gleich mal die Verwirrung um Danielas Namen aufzuklären. Daniela hatte 2023 bei der Sendung Dein Song teilgenommen. Dort hat sie es zwar nicht ins Finale geschafft, aber ihr Song wurde auf der Compilation mit den Songs der Kandidaten veröffentlicht. Und da liegt das Problem. Als Artistnamen hatte sie damals Daniela angegeben. Wir wollten, dass One with the Fork dann auch auf diesem Profil erscheint. Also haben wir als Artistnamen bei den Streaming-Portalen Daniela angegeben, aber auf YouTube und dem Artwork ihren richtigen Namen, den sie ab jetzt verwenden möchte. Deshalb ist ihr Profil als Daniela echt schwer zu finden, denn diesen Namen verwenden echt viele Danielas. Kommen wir jetzt aber mal zum Song selber. Daniela hatte mir einen Entwurf ihres Songs geschickt und mich gefragt, ob ich ihn produzieren kann. Nachdem ich mich auch kreativ austoben durfte, habe ich das Instrumental noch um Drums und Synthesizer erweitert. Den Song und vor allem die Vocals zu mischen, war echt nicht einfach. Danke an Gitklar, der mir viel dabei geholfen hat, weil er auch beruflich mit Vocalaufnahmen zu tun hat. Somit ist der Song eines dieser Projekte, bei denen man während der Umsetzung so viel gelernt hat, dass man es eigentlich gleich nochmal von vorne und dann in noch besser machen könnte. Das Ergebnis kann sich aber auch so hören lassen. Ende Juli war ich mit Dein Live in Passau beim Bayerischen Kinder- und Jugendfilmfestival, kurz BKJFF. Dort wurde dann Musik für die Preisverleihung und den dazugehörigen Livestream gesucht. Deshalb habe ich die Musik von meinem Label angeboten. Ich wurde dann auch noch für die Musikeinspielungen eingeteilt. Also konnte ich Songs von mir und meinem Label auf ordentlicher Lautstärke im Theater Passau abspielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war auch ein richtig cooles Gefühl. Ebenfalls Ende Juli haben sowohl mein Rave-Remix zu The Feeling als auch der Remix von Beecher Live zu There Was a Time die 1000 Streams-Marke auf Spotify geknackt. An sich würde ich mich über sowas freuen, aber die Streams sind auf unnatürliche Art und Weise in die Höhe gegangen. Der Grund? Ich wurde gebottet. Was soll denn die Scheiße? Die Playlist dazu ist nach nur wenigen Tagen wieder verschwunden und ist auch nicht mehr aufrufbar. Es ist ja schön, dass die beiden Remixe jetzt so viele Streams haben, aber es fühlt sich halt nicht so toll an, wenn sowas durch Bots passiert. Vor allen Dingen, wenn die Bots nicht mal von dir beauftragt wurden. Ich vermute mal, dass die Website, die im Namen der Playlist genannt wurde, damit Werbung für sich machen wollte. Das war eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen muss. Am 23. September hat mein YouTube-Kanal die 500 Abos erreicht. Das liegt sicherlich daran, weil ich in letzter Zeit so viel hochwertigen Content auf YouTube bringe. Naja, nicht ganz. Die meisten Abos kommen durch meine wahnsinnig gut gealterten Remixe zu I'm Sorry von Accent zustande. Also an alle, die mich wegen diesem Remix aus 2012 oder diesem hier aus 2017 abonniert haben. Wenn ihr hofft, dass ich wieder etwas in diesem Style machen werde, dann muss ich euch leider enttäuschen. Vielleicht bringe ich eines Tages mal eine Version meiner Remixe, die auch up-to-date ist und vor allem auch so klingt. Das 500-Abo-Special gab es übrigens vor kurzem hier auf meinem Kanal. Dort gibt es auch einen kleinen Einblick in die Entstehung meiner Random EDM Facts Videos. Ende September habe ich dann eine ganz andere Art von Videos ausprobiert. Wandervlogs. Nachdem der Gimbal dieses Jahr auch so richtig mit dieser Art von Content durchgestartet ist, hat er zu mir gemeint, dass er sich gut vorstellen kann, dass ich auch solche Videos mache. Nachdem ich gemeinsam mit einer Freundin zum Wandern gegangen bin, habe ich das dort gleich mal ausprobiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht und seitdem filme ich mich jedes Mal, wenn es zum Wandern geht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Gemeinsam mit dem Gimbal war ich dann Anfang November beim Wandern, wobei das eher ein gemütlicher Spaziergang war. Aber hey, das Wetter an diesem Tag war auch einfach viel zu schön. Schaut euch das Video dazu mal auf dem Kanal vom Gimbal an. Anfang November hat es auch mein Osmosis Remix geschafft und die 1000 Streams auf Spotify erreicht. Und auch hier waren es wieder Bots.
Zu allem Überfluss war das auch genau derselbe Verein wie im Juli. Hatten die echt Hoffnung, dass sie mich dieses Mal überzeugen können? Die Playlists und auch die Accounts dahinter sind nach wenigen Tagen wieder von Spotify verschwunden. Hoffentlich bleibt das auch so. Aber wenigstens darf ich die Streams behalten. Nach einer langen musikalischen Pause ist dann am 15. November der Remix von Gimbal und seinem Alias Labmic zu meinem Song Left Alone erschienen. Ich habe ja schon so einige Remixe für den Gimbal gemacht. Also habe ich zu ihm gemeint, dass es an der Zeit ist, dass auch er mal einen Remix für mich macht. Seine Wahl ist auf Left Alone gefallen. Es ist immer wieder cool zu hören, was andere Producer aus meinen Liedern machen. Zu dem Remix habe ich mit einer Freundin noch Fotos und Videos aufgenommen. Dabei habe ich die fehlenden Aufnahmen zu Nightly Thoughts Remix aufgenommen. Dazu habe ich auch ein ausführliches Making-of-Video gemacht. Die Entstehung der Visuals zu der Remix-EP war nämlich nicht gerade einfach. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut euch das Video dazu an. Am 30. November fand die Preisverleihung des Jugendradiopreises statt. Für die dazugehörige Live-Sendung habe ich die Jingles und Drop-Ins gebastelt. Zusätzlich war ich auch die technische Unterstützung während der Live-Sendung. Außerdem wurde auch hier wieder nach Musik gesucht. Dazu habe ich dieses Mal nicht nur Musik von meinem Label verwendet, sondern auch bei Freunden und Kollegen nach Musik gefragt. Dadurch gab es in der Sendung eine große musikalische Abwechslung. Es freut mich sehr, dass ich so viele gute und talentierte Producer kenne. Als letztes Release in 2024 ist Shinobi vom guten Zorri und mir als Slimix erschienen. Kein Jahr ohne Zorri-Collab. Mit Shinobi haben wir uns sehr beeilt, damit der Song noch 2024 erscheint. Das liegt auch daran, dass der Song durch Zufall entstanden ist. Gemeinsam mit ein paar Producer-Kollegen machen wir in unregelmäßigen Abständen Beat-Battles. Alle Teilnehmer bekommen das gleiche Sample und ein Zeitlimit. Anschließend vergleichen wir dann unsere Ergebnisse und bewerten uns gegenseitig. Das macht echt viel Spaß, obwohl wir immer einen ordentlichen Zeitdruck haben. Bei einem dieser Battles ist das Grundgerüst von Shinobi entstanden. Hier ist erstmal das Sample, das wir in dem Battle verwenden mussten. Zorri hatte einen kompletten Song daraus gebastelt. Das Arrangement war allerdings noch sehr übersichtlich, bestand aus vielen Loops und hat sich wiederholt. Ich hatte mich hingegen bei diesem Beat Battle komplett in der Zeit vertan und deshalb nur einen ganz kurzen Entwurf geschafft. Außerdem habe ich mich darin total im Sounddesign verkünstelt. Das Ergebnis klang dann so. Zorri hat danach vorgeschlagen, ob wir unsere beiden Entwürfe nicht kombinieren wollen. Gesagt, getan. Dazu kamen noch kleine Änderungen am Arrangement und die Melodien wurden noch angepasst und variiert, um mehr Abwechslung zu haben. Um das Artwork habe ich mich dann gekümmert. Das Bild dafür habe ich mit einer KI anfertigen lassen und anschließend habe ich es noch angepasst. Es ist echt cool, dass aus einem Battle, in dem wir erst gegeneinander angetreten sind, dann ein gemeinsamer Song entstanden ist. Und zum krönenden Abschluss wurde ich Ende Dezember dann nochmal gebottet. Mann! Dieses Mal hat es meinen Knight Rider Remix getroffen. Der hat an sich schon so solide Streams gemacht. Und ratet mal, wer für das Botting verantwortlich war. Hoffentlich ist das Thema in 2025 endlich vorbei. Ansonsten werde ich dazu mal ein ausführliches Video machen. Das waren alle meine Releases und Videos in 2024. Insgesamt war ich echt produktiv, auch wenn es sich anfühlt, als hätte ich nicht so viel geschafft. Das liegt daran, dass ich ja nicht beides gleichzeitig machen kann. Wenn ich an Videos arbeite, habe ich keine Zeit für Musik. Und wenn ich an Musik arbeite, habe ich keine Zeit für Videos. Da versuche ich 2025 eine bessere Mischung hinzubekommen. Außerdem heißt das nicht, weil ich so wenig Musik veröffentlicht habe, dass ich nicht an neuer Musik gearbeitet habe. Deshalb ist hier traditionsgemäß eine kleine Übersicht der Projekte, an denen ich aktuell arbeite.
Songs sehr klein sind und das Bier immer kühl. The council monitored everything. Anyone who dared to speak out against them was silenced or worse. Auf welchen Remix oder Song davon freut ihr euch am meisten? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Wenn ihr aufmerksam wart, ist euch sicherlich aufgefallen, dass einige Projekte fehlen, die ich Anfang 2024 noch angekündigt hatte. Das liegt daran, weil diese Projekte inzwischen fertig sind und bald erscheinen. Oder schon erschienen sind, je nachdem wie schnell ich mit diesem Video hier bin. Am 17. Januar ist Leinwandfrei vom guten Acid Dog und mir als Limix erschienen. Eine Kombination aus Acid Jazz und Hip-Hop. Wir haben das Acid in Acid Jazz sehr wörtlich genommen. Dazu gibt es auch ein Musikvideo. Das Ergebnis ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kunstwerk. Im Februar erscheint mein Remix zu Epiphany von Xenofish und Mellowsonic. Das war mein Rückblick auf meine Musik und Videos im Jahr 2024. Was waren eure Highlights an Videos und Musik von mir? Schreibt das in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich mich für den ganzen Support in 2024 bedanken. Egal ob hier auf YouTube, bei einem Streaming-Anbieter oder den Download-Stores. Ein besonderer Dank geht an alle, die mich 2024 bei meinen kreativen Projekten und deren Umsetzung unterstützt haben. Es ist echt ein tolles Gefühl, mit so vielen Menschen aus so unterschiedlichen Stilrichtungen an etwas Kreativem zu arbeiten. Vielen, vielen Dank an euch. Für 2025 habe ich so einiges geplant und freue mich schon darauf, all diese Ideen umzusetzen. Ihr könnt euch also auf viele verschiedene Projekte freuen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal hier auf YouTube und folgt den verschiedenen Artist-Profilen auf Spotify. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu einer Spotify-Playlist, in der ihr alle meine offiziellen Releases unter den verschiedenen Künstlernamen findet. Folgt der Playlist, dann bekommt ihr immer mit, wenn es neue Musik von mir gibt. In diesem Sinne, macht's es gut und bis zum nächsten Video. Servus!